Hey Leute, Georg hier. In den letzten Zeit geht's in der politischen Landschaft ganz schön rund, oder? Besonders wenn es um die AfD geht. Da fragen sich einige, was passiert wohl mit unserer Demokratie, wenn die AfD wirklich die Zügel in die Hand nimmt? Spannende Gedanken, oder? Özdemir hat da sogar so seine Bedenken, vor allem wenn es um Macht über Polizei und Gerichte geht. Aber hey, bevor wir hier in Panik verfallen. Die Polizei hat ihre Anweisungen, nennt sich weisungsgebunden und das nicht erst ab einer AfD-Regierung. Und so manche Gerichte hierzulande kümmern sich nicht so wirklich um Checks und Balances. Verständlich, dass da die eine oder andere Angst aufkommt. Jemand startete sogar eine Umfrage auf YouTube mit der Frage: Würde sich eurer Meinung nach die Lage der Menschen verbessern in Deutschland, falls die AfD in Deutschland regieren würde? Klingt ja nach einer kniffligen Frage, oder? Abgesehen davon, dass die Umfrage unklar, unpräzise formuliert ist, denn was bedeutet schon verbessern, möchte ich tatsächlich herausfinden und aufzeigen, was sich tatsächlich ändern würde, ändern könnte, wäre die AfD in der Regierung an der Macht. Bevor wir in die spannenden Themen eintauchen, möchte ich betonen, dass die Fragen und Diskussionen, die wir gleich haben werden, mir persönlich sehr am Herzen liegen. Als Immigrant und seit mehr als 58 Jahren Bürger Deutschlands interessieren mich die politischen Entwicklungen und mögliche Veränderungen genauso wie hoffentlich auch euch. Meine Absicht ist es, durch offenen Austausch und kritische Reflexion gemeinsam ein besseres Verständnis für die Themen zu entwickeln. Eure Meinungen sind wertvoll und ich freue mich auf einen respektvollen und konstruktiven Dialog. Lasst uns also gemeinsam reflektieren und darüber nachdenken, wie diese Aspekte unser tägliches Leben beeinflussen können. Also, die Kernfrage ist: Angenommen, die AfD käme an die Macht. Kann sie ohne weiteres bestehende Gesetze ändern? Und welche prozentuale Mehrheit bräuchte sie? In Deutschland kann eine Partei wie die AfD, wie auch jede andere Partei übrigens, wenn sie eine Mehrheit im Bundestag oder in einem Landtag hat, Gesetzesänderungen vornehmen, ja. Vorausgesetzt, die Änderungen verstoßen nicht gegen das Grundgesetz. Conclusio also: Ja, eine einfache Mehrheit reicht im Bundestag in der Regel aus, um Gesetze zu verabschieden oder zu ändern. Nochmal, es sei denn, es handelt sich um grundlegende Verfassungsänderungen. Für Verfassungsänderungen ist im Bundestag eine Zweidrittelmehrheit erforderlich. Und diese Änderungen müssen auch vom Bundesrat genehmigt werden. Zudem gibt es in Deutschland bestimmte Grundrechte, die als unantastbar gelten und nicht verändert werden können, wie zum Beispiel die Menschenwürde, Artikel 1 Grundgesetz. Die genauen Vorgänge im Parlament und die Verhältnisse der Mehrheit können ziemlich kompliziert sein. Aber im Grunde kann eine Partei, die die Mehrheit im Bundestag hat, bestehende Gesetze anpassen oder ganz neue Gesetze einführen. Vorausgesetzt, das Ganze entspricht der Verfassung. Einfach gesagt, wenn alles verfassungsgemäß abläuft. Was ist denn der Unterschied zwischen einzelnen Gesetzen und Verfassungsänderungen? Bedingt sich das nicht gegenseitig? Hast du mir Beispiele, in denen Änderungen locker durchgeführt werden könnten und Beispiele, die eine Zweidrittelmehrheit brauchen? In Deutschland unterscheidet man zwischen Gesetzes- und Verfassungsänderungen aufgrund ihrer jeweiligen Bedeutung und Auswirkungen. Gesetzesänderungen. Diese betreffen spezifische Regelungen zu verschiedenen Themen, wie zum Beispiel Sozialleistungen, Verkehrsvorschriften oder Bildung.
Sie werden in der Regel mit einfacher Mehrheit im Bundestag verabschiedet und können relativ leicht geändert oder aufgehoben werden. Verfassungsänderungen. Diese betreffen Grundprinzipien der Verfassung, wie zum Beispiel die Grundrechte Artikel 1 bis 19 oder die Struktur der Staatsgewalt. Da sie die Grundlage des politischen Systems beeinflussen, sind sie schwerer zu ändern. Für Verfassungsänderungen ist im Bundestag eine Zweidrittelmehrheit erforderlich und sie müssen auch vom Bundesrat, die Vertretung der Länder auf Bundesebene, bestätigt werden. Beispiele für lockere Gesetzesänderungen. Änderungen im Straßenverkehrsgesetz, im Datenschutzgesetz oder im Bildungsbereich könnten mit einfacher Mehrheit beschlossen werden. Beispiele für Verfassungsänderungen. Eine Änderung des Grundrechts auf Meinungsfreiheit oder die Änderung der Föderalismusstruktur würde eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag und die Zustimmung des Bundesrates erfordern. Außerdem gibt es bestimmte Ewigkeitsklauseln im Grundgesetz, die bestimmte Grundrechte als unveränderlich festlegen. Was ist jetzt eine Ewigkeitsklausel? Oder genauer, welche Artikel fallen definitiv darunter? Hier sind einige Beispiele für Ewigkeitsklauseln im deutschen Grundgesetz. Erstens, Menschenwürde. Artikel 1, Absatz 1, Grundgesetz. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Zweitens, Demokratieprinzip. Artikel 20, Absatz 1 und 2 Grundgesetz. Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat. Drittens, Rechtsstaatprinzip. Artikel 20, Absatz 3 Grundgesetz. Die Gesetzgebung ist an die verfassungsmäßige Ordnung, die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung sind an Gesetz und Recht gebunden. Viertens, Bundesstaatsprinzip. Artikel 20, Absatz 1 und 2 Grundgesetz. Die Bundesrepublik Deutschland ist ein föderativer Staat. Diese Klauseln sollen sicherstellen, dass grundlegende Prinzipien wie erwähnt die Menschenwürde, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und föderale Struktur nicht ohne weiteres verändert werden können. Sie sind sozusagen die heiligen Regeln im Grundgesetz. Hoffentlich gibt dir das jetzt eine gute Vorstellung. Jedes Mal, wenn ich solche Phrasen wie Menschenwürde, Demokratie lese oder höre, muss ich zwangsläufig lachen. Theorie und so. Aber okay, darum geht es jetzt hier nicht. Ich muss jetzt aber trotzdem lachen. Weiter im Text. Unterscheidung, Gesetze und Verfassungsänderung. Die Unterscheidung ermöglicht es, die Grundstruktur und die fundamentalen Prinzipien des Staates vor leichtfertigen Änderungen zu schützen. Eigentlich verständlich, oder? Vor leichtfertigen Änderungen zu schützen. Ja, ich weiß, soweit die Theorie. Hier eine verkürzte, unvollständige Liste auf Bundesebene. Einfache Mehrheit genügt. Budgetgenehmigung, allgemeine Gesetzgebung, Bestätigungen von Ministern, Steuerreform, Sozialpolitikänderungen, außenpolitische Entscheidungen, Wirtschaftsförderung, Umweltgesetzgebung, Bildungspolitik, Verteidigungsbudget. Zweidrittelmehrheit erforderlich. Verfassungsänderungen, Ausrufung des Kriegszustands, Änderung in der Gerichtsstruktur, besondere Steuergesetze, Aufnahme von Krediten über bestimmten Grenzen, Änderungen in den Grundrechten, Neustrukturierung der Bundesländer, Wahlrechtsreformen, Änderungen im föderalen System, Ausschluss eines Bundeslandes aus der Bundesrepublik. Okay, was ist mit Migrationspolitik, Ausweisung, strikte Umsetzung des Asylverfahrens, des Asylrechts, Ändern von Artikel 16, 16a Grundgesetz? Okay.
einfache Mehrheit. Regelungen zur Migrationspolitik, allgemeine Bestimmungen zur Ausweisung, Standardverfahren für das Asylverfahren, Integrationsmaßnahmen für Migranten, Visabestimmungen, Grenzkontrollen und Sicherheit, Arbeitsmöglichkeiten für Migranten, soziale Unterstützung für Asylsuchende, Familiennachzug, internationale Kooperation in der Migrationspolitik. Zweidrittelmehrheit erforderlich. Änderung in Artikel 16, 16a Grundgesetz. Grundsätzliche Neuausrichtung der Asylpolitik. Einführung von besonderen Maßnahmen zur Ausweisung. Wesentliche Änderungen im Asylverfahren, Aufhebung oder Verschärfung von Schutzbestimmungen. Änderungen im Umgang mit Flüchtlingsströmen. Festlegung von Obergrenzen für Asylbewerber. Anpassungen in der Staatsbürgerschaftsregelung. Integration von Migranten in den Arbeitsmarkt. Übernahme von internationalen Verpflichtungen in der Migrationspolitik. In letzter Zeit geistert der Begriff Remigration in den deutschen Köpfen und viele Menschen mit Migrationshintergrund, zu denen ich übrigens auch gehöre, nein, nicht zu den Ängstlichen, haben eben Angst. Das Remigrieren von abgelehnten Asylbewerbern oder Menschen mit Migrationshintergrund, ist das eine Gesetzes- oder Verfassungsänderung? Die Frage, ob das Remigrieren von abgelehnten Asylbewerbern oder Menschen mit Migrationshintergrund ein Gesetz oder eine Verfassungsänderung ist, führt zu einem spannenden Punkt. Auf Bundes- und Landesebene können sich Gesetze und Regelungen bezüglich der Migration und Asylpolitik ändern, ohne dass dabei die Verfassung grundlegend beeinflusst wird. Einige Punkte, die hierbei relevant sein könnten, sind: Erstens, Asylgesetze. Änderungen in den Asylgesetzen auf Bundesebene können den Prozess der Asylbewilligung, Abschiebung oder Remigration beeinflussen. Dies könnte beispielsweise Anpassungen an den Kriterien für Asylbewilligung oder die Dauer des Aufenthaltes betreffen. Zweitens, Aufenthaltsgesetze. Regelungen im Aufenthaltsgesetz können sich ändern, was Auswirkungen auf den rechtlichen Status von Menschen mit Migrationshintergrund hat. Das betrifft beispielsweise Aufenthaltsdauer, Arbeitsmöglichkeiten oder Familienzusammenführung. Drittens, Landesgesetze. Auf Landesebene können zusätzliche Regelungen bestehen, die die Migration und Integration betreffen. Änderungen in diesen Gesetzen könnten beispielsweise auf Bildung, soziale Integration oder Zugang zu öffentlichen Dienstleistungen abzielen. Viertens, Abschiebungsgesetze. Gesetze, die sich mit Abschiebungen befassen, könnten auf Bundes- und Landesebene unterschiedlich geregelt sein. Änderungen hier könnten sich auf den Prozess und die Bedingungen der Remigration auswirken. Es ist wichtig zu beachten, dass diese Änderungen in den spezifischen Gesetzen und Regelungen darauf abzielen können, die Migrationspolitik anzupassen, ohne jedoch die grundlegenden Prinzipien der Verfassung zu verändern. Jetzt zu der Frage, ob die Angst begründet ist. Die Frage, ob die Angst begründet ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Die politische Landschaft und Gesetze können sich ändern, was Unsicherheit verursachen kann. Hier sind einige Überlegungen. Gesetzesänderungen. Wenn Gesetze, insbesondere im Bereich der Asyl- und Migrationspolitik, verschärft oder gelockert werden, könnte dies Auswirkungen auf Menschen mit Migrationshintergrund haben, und zwar auf beiden Seiten. Integration und Rechte. Änderungen in den Gesetzen könnten auch Auswirkungen auf die Integration und die Rechte von langjährig ansässigen Migranten haben, einschließlich solcher mit doppelter Staatsbürgerschaft. Politische Rhetorik. Die politische Rhetorik und Diskussionen können auch zur Unsicherheit beitragen. Wenn bestimmte politische Gruppen eine restriktivere Migrationspolitik fördern, kann dies Ängste bei Migranten hervorrufen.
Historischer Kontext. Die Angst kann auch durch den historischen Kontext beeinflusst werden. Wenn es in der Vergangenheit zu politischen Veränderungen kam, die sich negativ auf Migranten auswirkten, könnten diese Erfahrungen die Ängste verstärken. Mir ist es sehr, sehr wichtig, hier darauf hinzuweisen, dass diese Punkte nicht automatisch bedeuten, dass die Ängste immer einen Grund haben. Das hängt stark von den genauen politischen Entwicklungen, Gesetzesänderungen und der Art, wie Politik gemacht wird, ab. Um das besser einzuschätzen, wäre es nützlich, mehr über die aktuellen politischen Diskussionen und geplanten Gesetze zu wissen und zu recherchieren. Okay, dann frage ich anders. Wenn eine Partei zum Beispiel Gesetze ändert, die das betrifft, unter welchen Umständen kann dann ein Immigrant oder Migrant mit doppelter Staatsbürgerschaft trotzdem remigriert werden? Die Frage nach der Remigration von Menschen mit doppelter Staatsbürgerschaft ist nicht so einfach zu beantworten und hängt von verschiedenen Faktoren ab. Remigration bezieht sich auf die Rückkehr einer Person in ihr Herkunftsland. Hier sind einige Punkte zu beachten. Aufenthaltsstatus. Menschen mit doppelter Staatsbürgerschaft haben in der Regel einen legalen Aufenthaltsstatus im Land, sei es durch Geburt, Einwanderung oder andere Gründe. Änderungen in den Gesetzen könnten theoretisch den Aufenthaltsstatus beeinflussen. Gesetzesänderungen. Wenn eine politische Partei Gesetze ändert, die Einfluss auf Migranten haben, könnte dies den Aufenthaltsstatus beeinflussen. Dies könnte beispielsweise Änderungen in den Regelungen für den Verlust der Staatsbürgerschaft oder Abschiebungsbestimmungen einschließen. Integration und Bindungen. Die Integration und die persönlichen Bindungen eines Migranten im Zielland spielen ebenfalls eine Rolle. Ein langjähriger Aufenthalt, familiäre Verbindungen und berufliche Integration könnten Faktoren sein, die berücksichtigt werden. Völkerrechtliche Aspekte. Völkerrechtliche Bestimmungen und Abkommen könnten auch eine Rolle spielen. Menschenrechtsabkommen und internationales Recht können den Schutz von Migranten gewährleisten und Änderungen, die gegen diese Prinzipien verstoßen, könnten rechtliche Herausforderungen mit sich bringen. Politische Diskussion. Die politische Diskussion und die öffentliche Meinung können ebenfalls eine Rolle spielen. Politische Entscheidungen werden oft von der öffentlichen Akzeptanz und Unterstützung mit beeinflusst. Diese Überlegungen sind allgemeiner Natur und die konkreten Auswirkungen von Gesetzesänderungen auf Einzelfälle können variieren. Bei Unsicherheiten oder spezifischen Bedenken wäre es ratsam, rechtlichen Rat oder Unterstützung von Migrationsberatern in Anspruch zu nehmen. Eine junge Türkin-Deutsche oder Deutsch-Türkin hält voller Stolz ihren deutschen Pass in die Kamera und sagt: Niemand kann dich aus Deutschland ausweisen, wenn du diesen Pass hast. Ist das nicht ein wenig zu einfach gesagt? Gibt es Gesetze, die das aufheben können? Oder anders gefragt, kann eine Partei dieses Gesetz verändern? Ist ja nicht Verfassung, oder? Die Aussage der jungen Türkin-Deutschen bringt eine wichtige emotionale Komponente hervor, die mit dem Besitz eines deutschen Passes einhergeht. Allerdings gibt es einige Punkte zu berücksichtigen. Recht auf Staatsbürgerschaft. Der deutsche Pass gewährt einen rechtlichen Status als deutscher Staatsbürger. Dies beinhaltet verschiedene Rechte und Schutzmaßnahmen. Aber es ist wichtig zu beachten, dass der Rechtsstatus nicht unbedingt unantastbar ist. Änderungen in der Migrationspolitik. Gesetze im Bereich der Migrationspolitik können sich ändern und politische Parteien könnten Gesetzesänderungen vorschlagen.
Diese könnten Auswirkungen auf die Bedingungen für den Aufenthaltsstatus und die Staatsbürgerschaft haben. Das habe ich ja weiter oben schon beschrieben. Rechtsstaatlichkeit. Deutschland ist ein Rechtsstaat und Gesetzesänderungen müssen im Einklang mit der Verfassung und den Menschenrechten stehen. Veränderungen, die grundlegende Rechte verletzen oder gegen internationale Abkommen verstoßen, könnten rechtlichen Herausforderungen gegenüberstehen. Internationale Abkommen. Deutschland hat internationale Abkommen unterzeichnet, die die Rechte von Staatsbürgern und Migranten schützen. Änderungen, die diesen Abkommen widersprechen, könnten auf internationaler Ebene sehr problematisch sein. Es ist auch hier wichtig zu beachten, bitte, die rechtliche Situation ist sehr komplex und hängt von verschiedenen Faktoren ab. Die Aussage der jungen Frau betont jedoch die Bedeutung der Staatsbürgerschaft und die damit verbundenen Rechte. In einem Rechtsstaat wie Deutschland werden grundlegende Prinzipien und Rechte durch die Verfassung zwar geschützt, aber es gibt immer Raum für politische Debatten und Gesetzesänderungen. Allerdings ist es essentiell zu beachten, dass die rechtliche Lage von verschiedenen Faktoren abhängt und nicht zwangsläufig bedeuten muss, dass bestimmte Szenarien eintreten. Okay, jetzt haben wir uns ja über Änderungen unterhalten. Wie sieht es damit aus, bestehende Gesetze anzuwenden? Wir haben ja Artikel 16, 16a, Grundgesetz, umgangssprachlich auch Asylrecht. Wie kann man das jetzt in Verbindung zum Remigrationsgedanken bringen? Was genau sind die Kernpunkte dieses Artikels, auf die sich eine Partei beziehen kann, um die Remigration zu rechtfertigen, und zwar im wirklichen Sinne des Wortes? Na, da sind wir ja wieder voll im Thema. Also, Artikel 16 und 16a des Grundgesetzes in Deutschland. Das sind ja die Teile, die sich mit dem Asylrecht befassen. Im Grunde besagt das Ganze, dass politisch Verfolgte Asyl bekommen können. Aber, und jetzt kommt's, es gibt auch Einschränkungen. Zum Beispiel, wenn jemand aus einem sicheren Drittstaat kommt. Jetzt, wie hängt das mit dem Remigrationsgedanken zusammen? Das wird tricky. Manche könnten argumentieren, dass, wenn die Gründe für das Asyl nicht mehr gegeben sind, eine Rückkehr ins Heimatland erwogen werden sollte. Das ist so die Idee, denke ich. Aber klar, das Ganze ist echt komplex und es gibt viele Meinungen dazu. Ich werde ein extra Video zum Artikel 16, 16a machen. Zum Abschluss noch eine letzte Frage. Was genau heißt eigentlich einfache Mehrheit? Einfache Mehrheit von was? Von welcher Basis ausgehend? Die einfache Mehrheit bezieht sich auf die Anzahl der abgegebenen Stimmen im Verhältnis zur Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen. Im Kontext von Abstimmungen oder Wahlen bedeutet dies, dass eine Option oder ein Kandidat die einfache Mehrheit erhält, wenn mehr als die Hälfte der abgegebenen Stimmen für sie oder ihn sind. Beispiel. Am Tag der Abstimmung mit 100 gültigen Stimmen würde eine einfache Mehrheit bedeuten, dass die Gewinnerseite mindestens 51 Stimmen hat. Es ist wichtig zu beachten, dass die Basis für die einfache Mehrheit aus der Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen passiert, nicht auf der Gesamtzahl der möglichen Stimmen, einschließlich Enthaltungen oder ungültigen Stimmen. Die einfache Mehrheit ist auch unabhängig von der Gesamtzahl der Sitze. Sie bezieht sich auf das Verhältnis der abgegebenen gültigen Stimmen. Selbst wenn es eine große Anzahl von Sitzen gibt, ist die einfache Mehrheit erreicht, wenn mehr als die Hälfte der abgegebenen Stimmen für eine bestimmte Option oder einen Kandidaten sind. Auch wenn das hier für einige vielleicht erschreckend klingen mag, für mich übrigens auch, Grieche mit nur griechischer Staatsbürgerschaft, ist es wichtig, die möglichen Eventualitäten aufzuzeigen, die entstehen könnten,
wenn eine bestimmte politische Partei die Regierung übernimmt. Unsicherheit in der Migrationspolitik und Gesetzesänderungen sind leider Teil des dynamischen politischen Geschehens. Es ist nicht zwingend notwendig, dass diese Eventualitäten eintreten müssen. Deutschland ist ein Rechtsstaat und politische Veränderungen müssen im Einklang mit der Verfassung stehen. Internationale Abkommen schützen grundlegende Rechte und rechtliche Herausforderungen könnten Änderungen in der Migrationspolitik begleiten. Jetzt darf jeder für sich entscheiden, ob sich die Lage in Deutschland verbessern würde, wenn die AfD in die Regierung kommt. Und die Betonung liegt tatsächlich auf verbessern. Ich möchte euch unbedingt dazu ermutigen, nicht nur über mögliche Veränderungen durch eine neue Regierung nachzudenken, sondern auch kritisch zu hinterfragen, ob die aktuelle Regierung ihre Aufgaben zufriedenstellend erfüllt. Es ist wichtig, dass wir uns nicht nur mit den potenziellen Zukunftsszenarien auseinandersetzen, sondern auch einen Blick auf die gegenwärtige Situation werfen. Jeder von uns hat seine eigene Vorstellung davon, was als gut empfunden wird. Also lasst uns gemeinsam darüber nachdenken, welche Aspekte der aktuellen Politik wir als positiv oder verbesserungswürdig ansehen. Denn echte Veränderungen beginnen oft mit einer kritischen Reflexion über das Bestehende. Bist du wirklich mit der aktuellen Situation in Deutschland zufrieden? So richtig zufrieden? Fühlst du dich aktuell wirklich vertreten? Siehst du deine Würde aktuell geschützt, wie sie im Artikel 1 Grundgesetz hochgehalten wird? Siehst du deine freie Meinung aktuell geschützt, wie sie im Artikel 5 Grundgesetz festgehalten ist? Siehst du dein Recht auf Gleichheit und Nichtdiskriminierung Artikel 3 Grundgesetz aktuell gewährleistet? Erfährst du eine Religions- und Weltanschauungsfreiheit nach Artikel 4 Grundgesetz? Fühlst du dich sicher in deiner persönlichen Freiheit und Sicherheit nach Artikel 2 Grundgesetz? Siehst du dein Recht auf Bildung, Artikel 2 Absatz 2 Grundgesetz, in Verbindung mit Artikel 6 Grundgesetz ausreichend beachtet? Eure Meinungen sind wertvoll. Denkt darüber nach, was für euch wirklich zählt. In diesem Sinne, der Mensch tut das, was ihm gut tut oder gut erscheint. Aber nicht alles, was gut erscheint, ist auch gut. Aristoteles. Überlegung. Dieses Zitat von Aristoteles, mein Urgroßvater übrigens, betont die Notwendigkeit, hinter die Oberfläche zu schauen und nicht alles, was auf den ersten Blick als gut erscheint, als unumstößliche Wahrheit anzunehmen. Das Ermuntern zur kritischen Reflexion und das Hinterfragen von Annahmen sind wichtige Elemente in Diskussionen über Politik und Gesellschaft. Weisheiten zum Mitnehmen, bleibt mir gewogen, euer Georg Muratidis. Bis zum nächsten Mal.